Servus meine Genießerfreunde, und heute machen wir ein saftiges, leckeres Rumpsteak mit einer Pfeffer-Sahnesoße. Und zuerst bereiten wir erstmal die Zwiebeln vor und die Pfefferkörner. Und die Pfefferkörner, die reibe ich im Mörser ein bisschen auf. Und schon wenden wir uns dem Fleisch zu. Da geben wir ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne und kurz bevor wir das Fleisch in die Pfanne geben, salzen wir das Fleisch ein. Und die Pfanne habe ich derweil schon erhitzt, aber nicht auf volle Pulle, sondern auf ca. 2/3, die möglich sind. Wir braten dann das Rumpsteak 2 bis 3 Minuten lang auf jeder Seite an. Und zum Schluss pfeffere ich das Steak nochmal richtig gut, bevor es dann in den Ofen kommt. Und den Ofen, den habe ich auf 85 Grad vorgeheizt. Im Ofen verbleibt das Fleisch für ca. 25 Minuten. Warum weiß ich das ganz genau? Weil das Fleisch 3 cm dick ist. 3 cm heißt 25 Minuten bei 85 Grad. Da kann nichts falsch laufen. Aber die Zeit nutzen wir, indem wir Butter in die Pfanne geben, die Zwiebeln anbraten bzw. andünsten und dann den Pfeffer hinzugeben, den wir vorher gemörsert haben. Aber wir wollen ja eine richtig leckere Soße haben und deswegen geben wir jetzt Tomatenmark mit in die Pfanne und rösten das Tomatenmark kurz an. Jetzt ist schon eine richtig gute Farbe entstanden und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie lecker das Ganze jetzt duftet. Nun setzen wir aber geschmacklich jetzt noch einen drauf, indem wir mit 200 ml Rotwein das Ganze ablöschen. Wir wollen ja aber nachher eine richtig geile Sauce haben und keine Reduktion. Und deswegen geben wir jetzt noch Brühe mit hinzu und lassen das ganz leicht köcheln bei geschlossenem Deckel. Natürlich müssen wir immer wieder mal schauen, wie das schmeckt. Aber falls ihr es vergessen habt, wir haben ein Zeitlimit, 25 Minuten. Und am Ende der 25 Minuten, wenn das Fleisch nämlich nachher aus dem Ofen kommt, geben wir jetzt Sahne hinzu und rühren das Ganze nochmal gut durch. Das Ganze nochmal abschmecken, das kann nicht schaden. Und dann kommt das Fleisch wieder aus dem Ofen heraus. Natürlich geben wir es dann gleich auf den Teller, wo wir nachher auch die Sauce drauf machen. Boah, und wie gut das Fleisch jetzt aussieht, genauso möchte ich es haben. Dann geben wir noch Sauce auf den Teller, weil die wollen wir ja auch noch probieren. Aber keine Angst, nachher kommt noch ein schöner Salat hinzu und so richtig leckere Nudeln. Aber das Wichtige ist, ihr müsst das probieren, das Rezept. Die Sauce schmeckt hammerlecker und das Fleisch ist genauso schön rosa, wie man es haben möchte. Also ran ans Werk und holt euch so eine richtige 3 cm dicke Steakscheibe. Aber wir sind am Ende angekommen, wie ihr es vielleicht gemerkt habt, und ich möchte mich bedanken für die, die dabei sind, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.